Lektion 1. Darf ich mich vorstellen? Hallo Anna, ich glaube nicht, dass wir uns vorher offiziell getroffen haben. Mein Name ist John. Darf ich mich kurz vorstellen? Natürlich ist es schön, dich kennenzulernen, John. Mein Name ist Anna. Schön, dich auch kennenzulernen, Anna. Also, was machst du beruflich? Ich arbeite im Marketing. Wie steht es mit dir? Ich arbeite im Finanzbereich. Was sind deine Hobbys und Interessen? Ich liebe es zu wandern und Zeit in der Natur zu verbringen. Ich lese auch gerne und probiere neue Restaurants aus. Wie steht es mit dir? Ich bin ein begeisterter Läufer und liebe es, Basketball zu spielen. Ich reise auch gerne und probiere neue Lebensmittel aus. Das ist großartig. Wo ist dein Lieblingsort, an den du gereist bist? Ich war vor kurzem in Japan und es war unglaublich. Das Essen, die Kultur, alles war einfach unglaublich. Das hört sich toll an. Ich wollte schon immer mal nach Japan. Was ist dein japanisches Lieblingsgericht? Ich liebe Sushi. Die Kombination aus frischem Fisch und Reis hat einfach etwas, von dem ich nicht genug bekommen kann. Ich liebe Sushi auch. Hast du ein Lieblings-Sushi-Restaurant in der Stadt? Ja, es gibt einen tollen Sushi-Laden in der Innenstadt, in den ich immer gehe. Warst du schon einmal dort? Nein, habe ich nicht. Ich muss es mir mal ansehen. Was gefällt dir an deinem Job am besten? Ich mag die Herausforderung, mit Zahlen zu arbeiten und kreative Lösungen für finanzielle Probleme zu finden. Es ist immer lohnend, wenn ich einem Kunden helfen kann, seine finanziellen Ziele zu erreichen. Das hört sich sehr interessant an. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Geschick und Liebe zum Detail erfordert. Ja, auf jeden Fall. Aber es macht auch viel Spaß und ich genieße das Erfolgserlebnis, das mit einer gut gemachten Arbeit einhergeht. Das ist toll zu hören. Genauso geht es mir mit meinem Job im Marketing. Ich liebe es, meine Kreativität nutzen zu können, um neue Ideen und Strategien zu entwickeln. Ja, Marketing kann ein wirklich spannendes und dynamisches Feld sein. Was ist die interessanteste Kampagne, an der Sie in letzter Zeit gearbeitet haben? Wir haben vor kurzem eine neue Social-Media-Kampagne gestartet, die sehr erfolgreich war. Es ging darum, die einzigartigen Eigenschaften unseres Produkts hervorzuheben und zu zeigen, wie es das Leben der Menschen erleichtern kann. Das hört sich wirklich cool an. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie kreativ und innovativ Marketing sein kann. Es erfordert definitiv viel Kreativität und harte Arbeit, aber es ist auch sehr lohnend, wenn man die Ergebnisse seiner Bemühungen sieht. Absolut. Und es ist großartig, unsere Fähigkeiten und Talente einsetzen zu können, um die Welt zu verändern, egal in welchem Bereich wir arbeiten. Dem kann ich nur zustimmen. Es ist immer erfüllend zu wissen, dass wir etwas Positives bewirken, egal wie klein es auch sein mag. Ja, und ich freue mich darauf, dich besser kennenzulernen und mehr über deine Erfahrungen und Erkenntnisse zu erfahren. Es ist immer toll, mit neuen Leuten in Kontakt zu treten und unsere Perspektiven zu erweitern. Mir geht es genauso, John. Es ist immer erfrischend, neue Leute kennenzulernen und von ihren Erfahrungen und Meinungen zu lernen. Nun, es war toll, mit dir zu sprechen, Anna. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben und das Gespräch bald fortsetzen. Auf jeden Fall, John.
Es war schön, Sie kennenzulernen, und ich freue mich darauf, in Zukunft mehr zu sprechen. Lektion 2: Online Geld verdienen. Hey Anna, hast du schon mal darüber nachgedacht, online Geld zu verdienen? Ja, ich war daran interessiert, Wege zu finden, um online Geld zu verdienen. Aber ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Nun, es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten. Haben Sie darüber nachgedacht, freiberuflich zu arbeiten oder Ihr eigenes Online-Geschäft zu gründen? Ich habe darüber nachgedacht, freiberuflich zu arbeiten, aber ich bin mir nicht sicher, welche Fähigkeiten ich habe, die für Kunden wertvoll wären. Du wärst überrascht. Es gibt viele freiberufliche Möglichkeiten in Bereichen wie Schreiben, Grafikdesign, Social Media Management und virtuelle Unterstützung. Das ist interessant. Und wie sieht es mit der Gründung eines Online-Geschäfts aus? Das ist eine andere Möglichkeit. Sie können einen Online-Shop eröffnen und Produkte oder Dienstleistungen verkaufen oder Ihre eigenen digitalen Produkte wie E-Books oder Kurse erstellen. Das hört sich nach viel Arbeit an. Wie würde ich anfangen? Nun, es erfordert ein wenig Recherche und Planung, aber es gibt viele Ressourcen, die online verfügbar sind, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Sie können auch in Betracht ziehen, einen Online-Kurs zu belegen oder einen Mentor zu finden, der Sie anleitet. Okay, ich schaue mir das an. Aber was ist mit anderen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen? Du könntest auch in Erwägung ziehen, an Umfragen teilzunehmen, an Online-Fokusgruppen teilzunehmen oder Produkttester zu werden. Das hört sich interessant an. Und wie sieht es mit Affiliate-Marketing oder gesponserten Inhalten aus? Ja, das sind auch Optionen. Sie können Geld verdienen, indem Sie Produkte oder Dienstleistungen über Ihren Blog oder Ihre Social-Media-Kanäle bewerben. Das könnte gut zu mir passen, da ich gerne schreibe und Social Media mag. Aber wie stelle ich sicher, dass ich ethische und vertrauenswürdige Produkte bewerbe? Es ist wichtig, dass Sie recherchieren und nur Produkte und Dienstleistungen bewerben, die mit Ihren Werten übereinstimmen und an die Sie glauben. Sie können auch gesponserte Inhalte an Ihr Publikum weitergeben. Das macht Sinn. Und wie sieht es mit Online-Nachhilfe oder Unterricht aus? Das ist eine andere Möglichkeit. Sie können Ihr Fachwissen in einem Fach anbieten und andere online über Plattformen wie Udemy oder Teachable unterrichten. Das könnte gut zu mir passen, da ich Erfahrung im Unterrichten habe. Und wie sieht es mit Online-Coaching oder Beratung aus? Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Sie können Ihr Fachwissen in einem bestimmten Bereich wie Wirtschaft oder Gesundheit und Wellness anbieten und online mit Kunden zusammenarbeiten. Das sind alles tolle Ideen. Und es ist schön zu wissen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, online Geld zu verdienen. Ja, es ist definitiv eine wachsende Branche. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Online-Geldverdienen Zeit und Mühe erfordert, genau wie jeder andere Job oder jedes andere Unternehmen. Auf jeden Fall. Und es ist wichtig, einen Plan zu haben und konsequent zu sein, um erfolgreich zu sein. Genau. Und mit der richtigen Einstellung und den richtigen Strategien können Sie online definitiv Ihren Lebensunterhalt verdienen. Lektion 3: Wie komme ich zum nächsten Supermarkt? Hey Anna, weißt du, wie du von hier aus zum nächsten Supermarkt kommst? Ja, es ist nur ein paar Blocks weiter. An der nächsten Kreuzung biegen Sie rechts ab und die Straße sollte sich auf der linken Seite befinden. Oh, großartig. Danke, dass du mich informiert hast. Möchten Sie zu Fuß gehen oder ein Taxi nehmen? Ich denke,
es ist nah genug, um zu Fuß zu gehen. Es ist ein schöner Tag und es wird uns etwas Bewegung geben. Das ist ein guter Punkt. Wissen Sie, wie lange es dauert, dorthin zu gelangen? Wir sollten nur etwa 10 bis 15 Minuten brauchen, um dorthin zu laufen. Und wir können jederzeit auf unseren Telefonen nach der genauen Entfernung und Zeit suchen. Klingt gut für mich. Und haben Sie bestimmte Artikel, die Sie im Supermarkt kaufen müssen? Ja, ich muss frisches Obst und Gemüse besorgen, sowie etwas Brot und Milch. Okay, ich muss heute Abend ein paar Eier und etwas Fleisch zum Abendessen holen. Haben Sie Vorschläge, was wir machen sollten? Na ja, mit dem frischen Gemüse und Brot könnten wir einen leckeren Salat und etwas Knoblauchbrot dazu machen. Und für das Fleisch könnten wir etwas Hühnchen oder Steak grillen. Das hört sich toll an. Ich liebe einen guten Salat und Knoblauchbrot. Und Grillen ist immer eine gute Option. Haben Sie ein bestimmtes Gewürz oder eine Marinade, die Sie gerne verwenden? Normalerweise mariniere ich das Hähnchen gerne mit etwas Zitrone, Olivenöl und Kräutern wie Rosmarin und Thymian. Es gibt ihm einen wirklich schönen Geschmack. Das hört sich lecker an. Ich habe noch nie versucht, Zitrone in einer Marinade zu verwenden. Ich muss es versuchen. Und hast du noch andere Lieblingsrezepte oder Gerichte, die du gerne machst? Na ja, ich backe sehr gerne selbstgemachte Pizza. Es macht Spaß, mit verschiedenen Toppings und Saucen zu experimentieren. Wie sieht es bei dir aus, John? Ich liebe es, Pfannengerichte zuzubereiten. Es ist eine schnelle und einfache Mahlzeit, die Sie mit jedem Gemüse oder Protein, das Sie zur Hand haben, anpassen können. Außerdem ist es immer lecker. Das ist eine tolle Idee. Pfannengerichte sind immer eine gute Option, besonders wenn sie wenig Zeit haben. Und es ist auch eine gesunde Mahlzeit. Auf jeden Fall. Apropos gesund, hast du Tipps, wie du dich gesund ernähren und aktiv bleiben kannst? Nun, ich versuche, mehr Obst und Gemüse in meine Ernährung zu integrieren und verarbeitete Lebensmittel einzuschränken. Und um aktiv zu bleiben, gehe ich gerne draußen spazieren oder joggen und mache Yoga zu Hause. Das sind ein paar tolle Tipps. Ich versuche, jeden Tag etwas Aktives zu machen, auch wenn es nur ein schnelles Training zu Hause ist. Und ich versuche auch, sonntags Mahlzeiten zuzubereiten, damit ich die ganze Woche über gesunde Optionen habe. Das ist eine kluge Idee. Meal Prepping kann definitiv dabei helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und sich gesund zu ernähren. Nun, wir sollten wahrscheinlich in den Supermarkt gehen, damit wir mit der Zubereitung unseres Abendessens beginnen können. Danke für das tolle Gespräch, John. Lektion 4: Kuchen zum Geburtstag des Freundes backen. Hey Anna, ich habe vor, einen Kuchen für den Geburtstag meiner Freundin zu backen, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich ihn dekorieren soll. Habt ihr eine Idee? Klar, was für einen Kuchen machst du? Ich denke darüber nach, einen Schokoladenkuchen zu backen. Es ist ihr Lieblingsgeschmack. Gute Wahl. Für das Frosting könntest du eine Schokobuttercreme oder eine Ganache machen. Ich habe noch nie Ganache gemacht. Wie machst du das? Es ist eigentlich ganz einfach. Sie erhitzen einfach etwas Sahne und gießen sie über gehackte Schokolade. Dann rührst du, bis es glatt und glänzend ist. Das hört sich lecker an. Und wie sieht es mit der Dekoration aus? Ich bin nicht sehr künstlerisch. Kein Problem.
Du könntest es einfach mit ein paar Schokoladenraspeln oder Streuseln halten. Oder du könntest ein paar Rosetten oder Schnörkel mit dem Frosting darüber spritzen. Oh, ich mag die Idee, ein paar Wirbel zu spritzen. Hast du Tipps zum Spritzen von Zuckerguss? Klar! Stellen Sie sicher, dass Ihr Zuckerguss Raumtemperatur hat, damit Sie leicht damit arbeiten können. Und verwenden Sie einen Spritzbeutel mit Sterntülle für ein hübsches Design. Okay, das behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Und wie wäre es mit etwas Obst oder anderen Toppings? Das ist eine tolle Idee. Sie können den Kuchen mit frischen Beeren oder geschnittenen Früchten belegen, um einen Hauch von Farbe und Geschmack zu erzielen. Ich mag den Klang davon. Hast du Lieblingsfrüchte mit Schokolade? Ich liebe Himbeeren oder Erdbeeren mit Schokolade. Sie ergänzen sich sehr gut. Sie können auch versuchen, einige gehackte Nüsse wie Mandeln oder Haselnüsse für etwas Textur hinzuzufügen. Das hört sich lecker an. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Und wie sieht es mit der Präsentation aus? Hast du Tipps, wie der Kuchen schön aussehen kann? Du könntest einen Tortenständer oder eine schöne Platte verwenden, um den Kuchen zu präsentieren. Und Sie können auch einige frische Blumen oder Grün um die Basis herum hinzufügen, um eine hübsche Note zu erzielen. Das ist eine großartige Idee. Ich liebe die Idee, ein paar frische Blumen hinzuzufügen. Hast du bestimmte Blumen, die gut zu Schokoladenkuchen passen? Ich würde empfehlen, Blumen zu verwenden, die essbar sind, wie Stiefmütterchen oder Veilchen. Sie sind zart und verleihen dem Kuchen einen schönen Hauch von Farbe. Wow, ich habe nie daran gedacht, essbare Blüten zu verwenden. Das ist eine wirklich einzigartige Idee. Danke für all die tollen Vorschläge, Anna. Ich fühle mich jetzt viel sicherer, wenn es darum geht, diesen Kuchen zu backen und zu dekorieren. Natürlich, John. Einen hausgemachten Kuchen zu backen ist immer eine besondere und durchdachte Geste, und ich bin sicher, Ihr Freund wird es lieben. Viel Erfolg beim Backen und Dekorieren. Lektion 5. Ich möchte den Arzt nicht wirklich alleine sehen. Hey Anna, geht es dir gut? Du scheinst sehr zu zittern. Ja, ich glaube, ich komme mit etwas runter. Mir ist wirklich kalt und ich habe Schmerzen. Oh nein, es tut mir leid, das zu hören. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen Arzt aufzusuchen? Ja, ich habe darüber nachgedacht, aber ich möchte nicht wirklich alleine gehen. Das verstehe ich vollkommen. Ich kann mit dir kommen, wenn du willst. Wir können einen Termin in der nahegelegenen Klinik vereinbaren. Das wäre sehr hilfreich, John. Danke, dass du mir angeboten hast, mit mir zu kommen. Natürlich kein Problem. Ihre Gesundheit liegt mir am Herzen. Lassen Sie mich die Telefonnummer der Klinik nachschlagen und einen Termin für uns vereinbaren. Vielen Dank, John. Du bist so ein toller Freund. Jederzeit, Anna. Ich helfe dir gerne weiter. Und während wir auf den Termin warten, kann ich irgendetwas tun, damit Sie sich zu Hause wohler fühlen? Eigentlich könnte ich eine warme Decke und einen heißen Tee gebrauchen. Okay, ich hole dir eine Decke und mache dir einen Tee. Und vielleicht können wir uns einen Film oder etwas anderes ansehen, um dich abzulenken. Das hört sich perfekt an, John. Du bist immer so nachdenklich. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und sobald wir in der Klinik angekommen sind, stelle ich dem Arzt alle Fragen, die Sie haben könnten, und mache mir Notizen für Sie. Das wäre sehr hilfreich.
In der Arztpraxis bin ich immer etwas nervös. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich bei jedem Schritt begleiten. Und wenn Sie während des Termins etwas benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Danke, John. Ich weiß Ihre Unterstützung sehr zu schätzen. Ich schätze mich glücklich, dich als Freund zu haben. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, Anna. Ich bin immer für dich da, egal was passiert. Und ich bin mir sicher, dass der Arzt uns einige gute Ratschläge geben wird, wie wir Ihnen helfen können, sich besser zu Ich fühlen. hoffe es. Ich bin einfach bereit, mich wieder wie ich selbst zu fühlen. Und dich an meiner Seite zu haben, macht es viel einfacher, damit umzugehen. Das freut mich zu hören, Anna. Lass uns dafür sorgen, dass es dir bald besser geht. Und in der Zwischenzeit konzentrieren wir uns darauf, gut auf sie aufzupassen. Lektion 6: Der Sporttag steht vor der Tür. Hey Anna, hast du gehört, dass der Sporttag vor der Tür steht? Ja, das habe ich. Ich freue mich darauf, an einigen der Veranstaltungen teilzunehmen. Planen Sie, einem der Teams beizutreten? Auf jeden Fall. Ich denke darüber nach, mich für die Fußballmannschaft anzumelden. Ich habe in letzter Zeit viel geübt. Das ist toll zu hören, John. Ich werde tatsächlich in der Volleyballmannschaft sein. Es war schon immer mein Lieblingssport. Volleyball macht sehr viel Spaß. Ich bin mir sicher, dass du es großartig machen wirst. Und für welche anderen Veranstaltungen interessieren Sie sich? Ich habe überlegt, ob ich den Weitsprung oder den Hochsprung ausprobieren soll. Früher war ich in der Highschool ziemlich gut darin. Wow, das ist beeindruckend. Vielleicht versuche ich es auch mit dem Weitsprung, aber beim Hochsprung bin ich mir nicht sicher. Es sieht ziemlich herausfordernd aus. Ja, es braucht auf jeden Fall viel Übung und Geschick. Aber ich bin mir sicher, dass Sie es schaffen könnten, wenn Sie sich darauf einlassen. Danke für die Ermutigung, Anna. Und haben Sie sich schon überlegt, was Sie am Sporttag anziehen sollen? Nicht wirklich. Ich hatte nur vor, sportliche Shorts und ein T-Shirt zu tragen. Wie steht es mit dir? Hier ist es genauso. Aber vielleicht könnten wir uns ein paar passende Shirts besorgen oder so, um unseren Teamgeist zu zeigen. Das ist eine tolle Idee. Wir könnten sogar unsere eigenen Hemden mit etwas Stofffarbe und Schablonen machen. Das würde wirklich Spaß machen. Wir konnten uns ein cooles Design einfallen lassen und es für unser Team einzigartig machen. Auf jeden Fall. Apropos Teams, habt ihr schon vom Staffellauf gehört? Es ist immer ein Highlight des Sporttages. Ja, das habe ich. Ich dachte daran, ein Team für den Staffellauf zusammenzustellen. Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit? Auf jeden Fall. Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Und ich denke, wir könnten mit einigen unserer anderen Freunde ein wirklich starkes Team zusammenstellen. Das ist eine großartige Idee. Wir sollten so schnell wie möglich anfangen, Leute zu rekrutieren und zu üben. Einverstanden. Und ich denke, es wäre eine gute Idee, auch an einigen der von der Schule organisierten Übungseinheiten teilzunehmen, nur um eine zusätzliche Ausbildung zu erhalten. Das ist ein guter Punkt. Wir sollten sicherstellen, dass wir auf alle Ereignisse gut vorbereitet sind. Und wer weiß, vielleicht gewinnen wir sogar den einen oder anderen Pokal. Das wäre toll. Aber selbst wenn wir nicht gewinnen, freue ich mich einfach darauf, einen lustigen Tag mit unseren Freunden zu verbringen. Hier ist es genau so, Anna.
Der Sporttag ist immer eine großartige Gelegenheit, sich mit unseren Klassenkameraden zu verbinden und unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich kann nicht warten. Lektion 7. Blumen im Garten pflanzen. Hey Anna, hast du schon mal darüber nachgedacht, ein paar Blumen in deinem Garten zu pflanzen? Ja, das habe ich. Ich wollte meinem Garten schon immer etwas Farbe und Schönheit verleihen. Das ist eine großartige Idee. Welche Art von Blumen magst du? Ich mag Rosen und Lilien sehr. Sie sind so hübsch und duftend. Das sind großartige Entscheidungen. Und weißt du, wie man sie pflanzt? Nicht wirklich. Ich habe noch nie wirklich gegärtnert. Kein Problem. Ich kann dir helfen. Zuerst müssen wir den Boden vorbereiten, indem wir ihn lockern und etwas Kompost oder Dünger hinzufügen. Okay, das hört sich einfach an. Und dann pflanzen wir einfach die Blumen, oder? Ja, wir müssen ein Loch graben, das tief genug für die Wurzeln ist, und dann die Pflanze vorsichtig in das Loch setzen. Wir müssen auch sicherstellen, dass die Erde dicht um die Wurzeln herum ist. Verstanden. Und wie sieht es mit der Bewässerung und Pflege aus? Sie müssen die Pflanzen regelmäßig gießen, besonders in den heißen Sommermonaten. Und Sie müssen sie auch beschneiden, um sie gesund und in guter Form zu halten. Okay, das macht Sinn. Und was ist mit Schädlingen und Krankheiten? Sie sollten auf Anzeichen von Schädlingen oder Krankheiten achten, wie zum Beispiel vergilbte Blätter oder Löcher in den Blättern. Wenn Sie Probleme bemerken, können Sie biologische Schädlingsbekämpfungsmethoden anwenden oder sich von einer örtlichen Gärtnerei beraten lassen. Das ist gut zu wissen. Ich möchte auf jeden Fall, wenn möglich, biologische Methoden verwenden. Und haben Sie Tipps für die Gestaltung der Gartengestaltung? Sicher! Sie sollten über die Farben und Größen der Blumen nachdenken und darüber, wie sie nebeneinander aussehen werden. Sie können auch etwas Abwechslung hinzufügen, indem Sie verschiedene Arten von Laub und Textur hinzufügen. Das ist eine tolle Idee. Ich möchte sicherstellen, dass es schön und ausgewogen aussieht. Und wie sieht es mit Sonnenlicht und Schatten aus? Verschiedene Pflanzen haben unterschiedliche Ansprüche an Sonnenlicht und Schatten, daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie Pflanzen auswählen, die für die Menge an Sonne oder Schatten geeignet sind, die Ihr Garten bekommt. Das macht Sinn. Ich muss ein wenig recherchieren und herausfinden, welche Pflanzen in meinem Garten am besten funktionieren. Und hast du irgendwelche Lieblingsgartengeräte, die du empfiehlst? Auf jeden Fall. Ein gutes Paar Gartenhandschuhe, eine Kelle und eine Gießkanne sind unverzichtbare Werkzeuge für jeden Gärtner. Und wenn Sie einen größeren Garten haben, kann eine Schubkarre sehr hilfreich sein, um Erde und Pflanzen zu bewegen. Das hört sich alles nach großartigen Werkzeugen an. Ich werde dafür sorgen, dass ich sie abhole, bevor wir mit dem Pflanzen beginnen. Vielen Dank für all deine Hilfe, John. Ich freue mich sehr, mit diesem Gartenprojekt zu beginnen. Jederzeit, Anna. Gartenarbeit kann wirklich lohnend und angenehm sein, und ich freue mich, Ihnen helfen zu können. Lassen Sie uns Ihren Garten schön machen. Lektion 8. Einen Partner für den Hund finden. Hey Anna, hast du schon mal darüber nachgedacht, einen Partner für deinen Hund zu finden? Das habe ich tatsächlich. Ich denke, es wäre schön für Sie, etwas Gesellschaft zu haben und vielleicht sogar ein paar Welpen zu haben. Das ist eine großartige Idee. Das gleiche dachte ich eigentlich auch für meinen Hund.
Haben Sie sich auf die Suche nach potenziellen Partnern gemacht? Noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Hier ist es genauso. Aber ich habe gehört, dass es einige Online-Websites gibt, auf denen man Züchter und andere Hundebesitzer finden kann, die auch ihre Hunde verpaaren möchten. Das ist eine gute Idee. Ich muss ein wenig recherchieren und sehen, was es in unserer Gegend gibt. Und hast du eine bestimmte Rasse für den Partner im Sinn? Ich dachte darüber nach, einen Partner aus der gleichen Rasse wie mein Hund zu finden. Sie ist ein Golden Retriever, und ich denke, es wäre schön, ein paar reinrassige Welpen zu haben. Das macht Sinn. Und wie sieht es mit Temperament und Persönlichkeit aus? Hast du irgendwelche Vorlieben für den Partner? Ja, ich würde auf jeden Fall darauf achten wollen, dass der Partner ein gutes Temperament hat und gesund ist. Es ist wichtig, einen Hund zu finden, der gut zur Persönlichkeit meines Hundes passt. Absolut. Und haben Sie sich Gedanken über die Logistik des Paarungsprozesses gemacht? Wirst du zum Beispiel dafür verantwortlich sein, dich um die Welpen zu kümmern, sobald sie geboren sind? Ja, das habe ich. Ich habe einige Nachforschungen angestellt und denke, es ist wichtig, einen Plan für die Pflege der Welpen zu haben und ein gutes Zuhause für sie zu finden. Ich würde auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass die Welpen gesund und gut versorgt sind. Das ist ein verantwortungsvoller Ansatz. Und wie sieht es mit den Kosten für den Paarungsprozess und die Pflege der Welpen aus? Das ist auf jeden Fall etwas, das man in Betracht ziehen sollte. Ich möchte sicherstellen, dass ich über genügend Ressourcen verfüge, um die Kosten für den Paarungsprozess und die Pflege der Welpen zu decken. Das ist ein guter Punkt. Es ist wichtig, finanziell auf alle Kosten vorbereitet zu sein, die mit dem Paarungsprozess und der Aufzucht von Welpen verbunden sind. Ja, auf jeden Fall. Und was ist mit dir, John? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen Partner für Ihren Hund zu finden? Ja, das habe ich. Mein Hund ist ein Labrador Retriever, und ich würde gerne einen Partner finden, der auch ein Labrador Retriever ist. Ich denke, es wäre schön, ein paar reinrassige Welpen zu haben. Das hört sich toll an. Und was ist mit dem Temperament und der Persönlichkeit des Partners? Ich würde gerne einen Partner finden, der freundlich ist und ein gutes Temperament hat, genau wie mein Hund. Und ich möchte sicherstellen, dass der Partner auch gesund und gut versorgt ist. Das ist wichtig. Und haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wohin die Welpen nach der Geburt gehen würden? Ja, das habe ich. Ich möchte sicherstellen, dass die Welpen in ein gutes Zuhause mit verantwortungsbewussten Besitzern kommen, die sich gut um sie kümmern. Das ist ein großartiger Plan, John. Es ist wichtig, ein gutes Zuhause für die Welpen zu finden und dafür zu sorgen, dass sie gut versorgt sind. Absolut. Und ich denke, es ist auch wichtig, auf das Unerwartete vorbereitet zu sein, wie Komplikationen während des Paarungsprozesses oder unerwartete Kosten während der Pflege der Welpen. Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist immer wichtig, auf jede Situation vorbereitet zu sein, die auftreten kann. Auf jeden Fall. Aber insgesamt denke ich, dass es sowohl für die Hunde als auch für uns als Besitzer eine wirklich lohnende Erfahrung sein kann, einen Partner für unsere Hunde zu finden. Dem stimme ich zu. Es ist eine Möglichkeit, unseren Hunden Gesellschaft zu geben und auch neues Leben in die Welt zu bringen. Ich freue mich darauf, nach einem Partner für meinen Hund zu suchen und zu sehen, wohin uns diese Reise führt. Hier ist es genau so, Anna. Lassen Sie uns unsere Nachforschungen anstellen und die perfekten Partner für unsere pelzigen Freunde finden. Lektion 9: Ein neuer Nachbar. Hi Anna,
Ist dir aufgefallen, dass wir nebenan einen neuen Nachbarn haben? Ach wirklich? Ich habe niemanden gesehen, der eingezogen ist. Wann sind Sie angekommen? Sie sind erst heute Morgen angekommen. Ich sah, wie Sie Ihre Möbel vom Umzugswagen abluden. Das ist toll. Wir sollten Hallo sagen und Sie in der Nachbarschaft willkommen heißen. Das ist eine großartige Idee. Es ist immer schön, neue Freunde in der Community zu finden. Willst du mit mir hinüber? Klar. Ich würde es sehr gerne tun. Ich schnappe mir ein paar Kekse und wir können sie als Willkommensgeschenk übernehmen. Das ist eine großartige Idee. Ich bin sicher, Sie würden die Geste zu schätzen wissen. Und haben Sie noch andere Ideen, wie Sie ihnen das Gefühl geben können, willkommen zu sein? Wir könnten Ihnen auch anbieten, Ihnen bei Umzugs- oder Auspackaufgaben zu helfen. Ein Umzug kann stressig sein, daher ist es immer schön, ein paar zusätzliche Hände zu haben. Ja, guter Punkt. Und wir können Ihnen auch einige Informationen über die Nachbarschaft geben, zum Beispiel, wo Sie das nächste Lebensmittelgeschäft oder den nächsten Park finden. Das ist eine tolle Idee. Es kann hilfreich sein, einige Ortskenntnisse zu haben, wenn Sie neu in einer Gegend sind. Auf jeden Fall. Und wir können Sie auch zu bevorstehenden Nachbarschaftsveranstaltungen wie Blockpartys oder Potlucks einladen. Das ist eine gute Idee. Wir haben hier eine großartige Community, und ich bin sicher, dass Sie es schätzen würden, in bevorstehende Veranstaltungen oder Versammlungen aufgenommen zu werden. Absolut. Und es ist immer schön, neue Nachbarn zu haben, die sich engagieren und in der Gemeinschaft aktiv sind. Sollen wir jetzt hingehen und uns vorstellen? Ja, lass uns gehen. Ich freue mich darauf, unsere neuen Nachbarn kennenzulernen und ihnen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja sogar ein paar neue Freunde. Das ist der Geist, Anna. Lassen Sie uns Hallo sagen und einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Lektion 10: Campingausflug. Hey Anna, ich hatte letztes Wochenende so eine tolle Zeit beim Campen mit dir. Es war schön, der Stadt für eine Weile zu entfliehen. Ja, es hat so viel Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass wir ein paar neue Wanderwege und Kochrezepte ausprobieren konnten. Auf jeden Fall. Und ich freue mich auch sehr, dass wir auf dem Campingausflug ein paar neue Leute kennengelernt haben. Ich auch. Es ist immer schön, neue Freunde zu finden und Erfahrungen mit anderen zu teilen. Apropos neue Freunde, hast du die Kontaktdaten des Paares bekommen, das wir auf dem Campingplatz kennengelernt haben? Ja, das habe ich. Sie schienen wirklich nett zu sein und ich würde gerne mit ihnen in Kontakt bleiben. Das ist toll zu hören. Wir sollten auf jeden Fall wieder einen gemeinsamen Campingausflug planen und Sie einladen, sich uns anzuschließen. Das wäre der Hammer. Ich bin mir sicher, dass es Ihnen gefallen würde, und wir könnten auch einige neue Campingplätze erkunden. Ja, und vielleicht könnten wir auch ein paar gemeinsame Aktivitäten planen, wie Angeln oder Kajakfahren. Das hört sich nach so viel Spaß an. Und es ist immer schön, etwas Gesellschaft zu haben, wenn man in der Natur unterwegs ist. Absolut. Und wer weiß, vielleicht finden wir bei unserem nächsten Campingausflug sogar noch ein paar neue Freunde. Das wäre toll. Ich bin immer offen dafür, neue Leute kennenzulernen und von ihren Erfahrungen zu hören. Hier ist es genauso. Und ich freue mich sehr, dass wir ein gemeinsames Interesse an Camping und Outdoor-Aktivitäten haben.
Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu verbinden und miteinander in Kontakt zu treten. Dem stimme ich zu. Und ich bin auch dankbar, dass wir auf diesem Campingausflug einige neue Dinge ausprobieren konnten, wie zum Beispiel das Kochen am Lagerfeuer. Ja, das hat so viel Spaß gemacht. Und ich denke, es ist wichtig, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und aus unserer Komfortzone herauszutreten. Auf jeden Fall. Es hilft uns, als Individuen zu wachsen und stärkt auch unsere Freundschaft. Und ich bin auch froh, dass wir uns von der Technologie trennen und einfach die Schönheit der Natur genießen konnten. Ja, es war so erfrischend, eine Weile von unseren Handys und Computern weg zu sein. Und es hat uns geholfen, präsenter im Moment zu sein und die Landschaft um uns herum zu schätzen. Absolut. Und ich kann es kaum erwarten, unseren nächsten gemeinsamen Campingausflug zu planen und weitere Erinnerungen zu schaffen. Hier ist es genauso, John. Ich bin so dankbar, dich als Freund zu haben und diese Erfahrungen mit dir zu teilen. Lektion 11. Warst du schon einmal in Berlin? Hi Anna, warst du schon mal in Berlin? Nein, habe ich nicht. Aber ich wollte schon immer mal hin. Es ist eine so historische und kulturell reiche Stadt. Dem stimme ich voll und ganz zu. Und eigentlich dachte ich daran, im nächsten Sommer eine Reise dorthin zu planen. Haben Sie Interesse, sich mir anzuschließen? Auf jeden Fall. Das klingt nach einer tollen Reise. Und es wäre toll, einen Reisepartner zu haben. Ja, es macht immer mehr Spaß, mit jemand anderem zu reisen. Und ich habe gehört, dass Berlin einige tolle Museen und Kunstgalerien hat. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und ich interessiere mich auch dafür, die Architektur der Stadt zu erkunden und die lokale Küche auszuprobieren. Auf jeden Fall. Und wir können auch einige der historischen Wahrzeichen der Stadt besuchen, wie die Berliner Mauer und das Brandenburger Tor. Das wäre so cool. Und ich interessiere mich auch für die Geschichte der Stadt, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs. Ja, Berlin hat eine so reiche und komplexe Geschichte, und es gibt so viel zu lernen und zu erforschen. Und haben Sie darüber nachgedacht, wo wir übernachten könnten, während wir dort sind? Nicht wirklich. Ich dachte darüber nach, vielleicht ein Airbnb oder ein Hostel zu finden. Wie steht es mit dir? Hier ist es genauso. Ich denke, es wäre ideal, eine Unterkunft zu finden, die zentral gelegen ist, damit wir die Stadt leicht erkunden können. Das ist ein guter Punkt. Und wir sollten auch darauf achten, unsere Flüge frühzeitig zu buchen, um die besten Angebote zu erhalten. Ja, auf jeden Fall. Und wir sollten auch die besten Transportmöglichkeiten in der Stadt recherchieren, wie die U-Bahn oder das Bussystem. Das ist eine gute Idee. Und habt ihr euch schon überlegt, wie lange wir in Berlin bleiben sollen? Ich dachte daran, vielleicht eine Woche zu bleiben, damit wir wirklich in die Stadt eintauchen und alles erkunden können, was sie zu bieten hat. Das hört sich perfekt an. Und wir sollten auch eine Liste mit allen Orten erstellen, die wir besuchen möchten, und Dingen, die wir tun möchten, während wir dort sind. Ja, das ist eine großartige Idee. Und wir sollten auch sicherstellen, dass wir ein Budget für unsere Reise haben, einschließlich Transport, Unterkunft, Essen und alle Aktivitäten oder Touren, die wir unternehmen möchten. Das ist ein guter Punkt. Es ist immer wichtig, ein Budget im Hinterkopf zu haben und sich daran zu halten. Auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr auf diese Reise.
Es wird ein tolles Abenteuer und ich bin froh, dass wir es gemeinsam erleben können. Hier ist es genauso, John. Ich freue mich darauf, mit dir Berlin zu erkunden und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln. Lektion 12. Der Dozent war großartig. Hiana, was hältst du heute von der Dozentin? Ich fand ihn toll. Er hielt die Klasse wirklich bei der Stange und machte den Stoff interessant. Dem stimme ich voll und ganz zu. Er hatte viel Energie und Enthusiasmus, was den Vortrag viel angenehmer machte. Ja, und ich mochte auch, dass er viele Beispiele und Szenarien aus der realen Welt verwendete, um die Konzepte zu veranschaulichen, die er lehrte. Das ist ein guter Punkt. Es trug dazu bei, das Material nachvollziehbarer und leichter verständlich zu machen. Auf jeden Fall. Und ich fand es auch toll, wie er die Teilnahme am Unterricht förderte und nach unserer Meinung und unseren Gedanken fragte. Ja, es ist immer schön, wenn ein Dozent den Input der Studierenden schätzt und eine kollaborative Lernumgebung schafft. Genau. Und ich mochte auch, wie er in der Lage war, komplexe Sachverhalte leicht verständlich zu erklären. Ja, er hatte definitiv ein Talent dafür, komplizierte Konzepte in überschaubarere Teile zu zerlegen. Und ich mochte auch, wie er Humor und Geschichtenerzählen einsetzte, um die Klasse bei der Stange zu halten. Ja, das war sehr effektiv. Dadurch fühlte sich der Vortrag weniger wie eine lästige Pflicht und mehr wie eine angenehme Erfahrung an. Absolut. Und ich freue mich schon sehr auf die restlichen Vorlesungen in diesem Semester. Ich denke, wir werden viel aus diesem Kurs lernen. Ich auch. Und ich bin froh, dass wir einen Dozenten haben, der für das Thema brennt und es für uns erlebbar machen kann. Ja, es macht definitiv einen Unterschied, wenn der Dozent begeistert und sachkundig ist. Und ich denke, es hilft, uns zu motivieren, zu lernen und uns mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Dem stimme ich zu. Und ich schätze auch, dass der Dozent ansprechbar und bereit ist, Fragen zu beantworten oder zusätzliche Unterstützung außerhalb des Unterrichts zu leisten. Ja, das ist ein großartiger Punkt. Es ist immer hilfreich, eine solche Ressource zu haben, wenn wir komplexe Konzepte studieren. Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist wichtig zu erkennen, wenn wir einen großartigen Dozenten wie diesen haben, und die Mühe zu schätzen, die er in den Unterricht gesteckt hat. Absolut. Und ich denke, es ist auch wichtig, dem Dozenten Feedback zu geben und ihn wissen zu lassen, wie viel Spaß wir an seinen Vorlesungen haben und von ihnen lernen. Ja, das ist eine gute Idee. Es ist immer schön, positives Feedback und Anerkennung für eine gut gemachte Arbeit zu erhalten. Auf jeden Fall. Und insgesamt denke ich, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, einen so großartigen Dozenten für diese Klasse zu haben. Es wird ein fantastisches Semester. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich bin gespannt, was wir noch lernen werden und wie der Dozent uns weiterhin engagieren und inspirieren wird. Lektion 13. Ändern Sie das akademische Jahr von 2 auf 3 Semester. Hianna, hast du schon von dem Vorschlag gehört, das akademische Jahr von 2 auf 3 Semester zu verlegen? Nein, habe ich nicht. Das klingt interessant. Was ist die Begründung für den Vorschlag? Die Idee ist,
den Studierenden mehr Flexibilität und Optionen in Bezug auf die Kursbelastung und die Zeitplanung zu bieten. Mit 3 Semestern können die Studierenden ihr Kurspensum verteilen und haben mehr Möglichkeiten, Kurse zu belegen, an denen sie interessiert sind. Das macht eigentlich sehr viel Sinn. Ich weiß, dass viele Studenten jedes Semester damit zu kämpfen haben, ein hohes Kurspensum unter einen Hut zu bringen. Ja, genau. Und mit 3 Semestern können die Studierenden möglicherweise auch früher abschließen, wenn sie sich dafür entscheiden, mehr Kurse pro Jahr zu belegen. Das ist ein guter Punkt. Und wie sieht es mit der Länge der einzelnen Semester aus? Würde sich das auch ändern? Ja, der Vorschlag sieht vor, dass jedes Semester kürzer wäre, etwa 12 bis 14 Wochen statt der üblichen 16 Wochen. Ich verstehe. Und wie sieht es mit den Pausen zwischen den Semestern aus? Würde sich daran etwas ändern? Das steht noch zur Diskussion. Einige Vorschläge schlagen kürzere Pausen zwischen den Semestern vor, während andere längere Pausen vorschlagen, um mehr Zeit für Praktika oder Auslandsaufenthalte zu haben. Das ist interessant. Und was halten Sie von dem Vorschlag? Glauben Sie, dass es für die Studierenden von Vorteil wäre? Ich persönlich denke, dass es eine gute Abwechslung sein könnte. Es würde den Studierenden mehr Flexibilität und Optionen bieten und es ihnen ermöglichen, ihre akademische Arbeitsbelastung besser mit anderen Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Es hängt aber auch davon ab, wie die Veränderung umgesetzt wird und ob sie für alle Beteiligten effektiv und effizient durchgeführt wird. Dem stimme ich zu. Es könnte definitiv eine positive Veränderung sein, aber es würde eine sorgfältige Planung und Überlegung erfordern. Und es wäre auch wichtig, Feedback von Studenten und Dozenten zu erhalten, um sicherzustellen, dass die Änderungen ihren Bedürfnissen und Erwartungen entsprechen. Ja, auf jeden Fall. Und es wäre auch interessant zu sehen, wie andere Universitäten ähnliche Änderungen umgesetzt haben und was die Ergebnisse waren. Das ist ein guter Punkt. Es ist immer hilfreich, aus den Erfahrungen anderer zu lernen und zu sehen, was gut funktioniert hat und was nicht. Genau. Und ich denke, es ist wichtig, offen zu bleiben und bereit zu sein, sich an Veränderungen anzupassen, die potenziell der akademischen Gemeinschaft als Ganzes zugutekommen könnten. Dem stimme ich voll und ganz zu. Und ich finde es großartig, dass es laufend Diskussionen und Vorschläge gibt, um die akademische Erfahrung für Studierende und Lehrende gleichermaßen zu verbessern. Ja, es ist immer wichtig, nach kontinuierlicher Verbesserung zu streben und Wege zu finden, die akademische Erfahrung für alle Beteiligten erfüllender und lohnender zu gestalten. Auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie sich dieser Vorschlag entwickeln wird und wie die endgültige Entscheidung ausfallen wird. Es könnte eine spannende Veränderung für die Universität sein. Lektion 14. Was sollten wir morgen früh frühstücken? Hianna, hast du dir schon überlegt, was wir morgen früh frühstücken sollen? Nicht wirklich. Ich dachte daran, einfach nur Müsli oder etwas Schnelles und Einfaches zu essen. Nun, wie wäre es, wenn wir zur Abwechslung mal etwas Besonderes und Innovatives ausprobieren? Das hört sich interessant an. Was hatten Sie sich dabei gedacht? Ich dachte daran, ein paar hausgemachte Pfannkuchen mit frischem Obst und Schlagsahne zu machen. Das hört sich lecker an. Hast du ein Rezept im Kopf? Ja, ich kann online ein Rezept nachschlagen und wir können es zusammen machen. Es wird eine lustige Aktivität. Ich mag diese Idee.
Und wir können die Pfannkuchen auch mit verschiedenen Belägen und Geschmacksrichtungen anpassen. Auf jeden Fall. Und wir können auch versuchen, hausgemachte Smoothies oder Säfte dazu zuzubereiten. Ja, das wäre eine tolle Ergänzung. Und wir könnten auch eine schöne Tischdekoration einrichten und es zu einem besonderen Frühstückserlebnis machen. Das ist eine gute Idee. Wir könnten ein paar schicke Teller und Utensilien gebrauchen und es sich anfühlen, als wären wir an einem schicken Brunchort. Genau. Und wir können auch ein paar Freunde einladen, sich uns anzuschließen und es zu einem lustigen gesellschaftlichen Ereignis zu machen. Ja, das wäre toll. Und wir könnten auch ein paar Fotos machen und sie in den sozialen Medien teilen, um andere zu inspirieren, ihr eigenes besonderes Frühstück zuzubereiten. Ich liebe diese Idee. Es würde Spaß machen zu sehen, was sich andere Leute für ihr eigenes kreatives Frühstück einfallen lassen. Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht starten wir sogar einen Trend, bei dem die Leute ihr eigenes spezielles Frühstück zu Hause zubereiten. Das wäre der Hammer. Und es wäre eine großartige Möglichkeit, die Leute zu ermutigen, Spaß in der Küche zu haben und neue Dinge auszuprobieren. Absolut. Und ich freue mich schon sehr darauf, diese Pfannkuchen morgen früh mit euch zu backen. Ich auch, John. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, den Tag zu beginnen und sich über ein gemeinsames Interesse am Kochen und Ausprobieren neuer Dinge zu verbinden. Lektion 15: Lernen Sie, wie man Kleidung online näht und herstellt. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, zu lernen, wie man seine eigenen Klamotten herstellt? Ja, das habe ich tatsächlich. Ich denke, es wäre ein lustiges und kreatives Hobby. Das ist großartig. Und mit all den Ressourcen, die online verfügbar sind, ist es einfacher denn je, zu lernen, wie man näht und seine eigene Kleidung herstellt. Auf jeden Fall. Ich habe mir einige Tutorials auf YouTube angesehen und bin erstaunt, wie einfach es scheint. Ja, es gibt so viele großartige Ressourcen da draußen. Und Sie können sogar Online-Kurse belegen, um fortgeschrittenere Techniken zu erlernen. Das ist eine gute Idee. Und es könnte auch eine Möglichkeit sein, andere Menschen zu treffen, die sich für Nähen und Modedesign interessieren. Genau. Und Sie könnten sogar Ihren eigenen Online-Shop eröffnen und Ihre Kreationen verkaufen. Das wäre ein wahr gewordener Traum. Und es wäre so befriedigend, Leute zu sehen, die Kleidung tragen, die ich gemacht habe. Ja, es wäre eine großartige Möglichkeit, ein Hobby in ein Geschäft zu verwandeln. Und du könntest auch individuelle Stücke für Leute erstellen, was wirklich cool wäre. Auf jeden Fall. Und ich denke, es wäre eine großartige Möglichkeit, meine Kreativität auszudrücken und etwas Einzigartiges und Persönliches zu schaffen. Absolut. Und es wäre auch eine Möglichkeit, Abfall zu reduzieren und umweltbewusster zu sein, indem man seine eigene Kleidung herstellt, anstatt Fast Fashion zu kaufen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und es wäre eine Möglichkeit, achtsamer und bewusster mit der Kleidung umzugehen, die wir tragen. Genau. Und ich denke, es ist auch wichtig, kleine Unternehmen und unabhängige Designer zu unterstützen, die sich leidenschaftlich für nachhaltige und ethische Mode einsetzen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Und zu lernen, wie man meine eigene Kleidung herstellt, könnte mir auch helfen, die Handwerkskunst und das Können zu schätzen, die in die Herstellung hochwertiger Kleidungsstücke einfließen. Ja, das ist definitiv eine wertvolle Fähigkeit.
Und mit all den Ressourcen, die online verfügbar sind, gibt es keine Grenzen für das, was Sie erstellen können. Das stimmt. Und ich freue mich darauf, loszulegen und zu sehen, wohin mich dieses neue Hobby führt. Ich freue mich auch für dich, Anna. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für tolle Kreationen ihr euch einfallen lasst. Danke, John. Ich werde euch auf jeden Fall über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten und vielleicht sogar eines Tages etwas für euch machen. Das fände ich toll, Anna. Und es wäre eine Ehre, etwas zu tragen, das Sie mit Ihren eigenen beiden Händen gemacht haben. Lektion 16: Einen neuen Tisch und neue Stühle für unser Esszimmer kaufen. Hey Anna, hast du schon einmal darüber nachgedacht, einen neuen Tisch und Stühle für unser Esszimmer zu kaufen? Eigentlich habe ich darüber nachgedacht. Unser aktuelles Set sieht langsam etwas abgenutzt aus. Dem stimme ich zu. Und bei all der Zeit, die wir in letzter Zeit zu Hause verbracht haben, wäre es schön, einen komfortablen und stillvollen Essbereich zu haben. Auf jeden Fall. Und ich habe mir online einige Optionen angesehen. Es gibt so viele tolle Designs zur Auswahl. Das stimmt. Und wir könnten auch in Betracht ziehen, einen Tisch zu kaufen, der erweitert werden kann, wenn wir Gäste haben. Ja, das ist eine gute Idee. Und wir sollten auch das Material und die Haltbarkeit des Tisches und der Stühle berücksichtigen. Das ist ein guter Punkt. Wir wollen etwas, das jahrelang hält und dem täglichen Gebrauch standhält. Genau. Und wir sollten auch über die Größe des Tisches und der Stühle nachdenken und wie sie in unser Esszimmer passen. Ja, wir wollen nichts, was zu groß oder zu klein ist. Es sollte proportional zum Raum sein und unseren Bedürfnissen entsprechen. Einverstanden. Und wir sollten auch den Stil und die Farbe des Tisches und der Stühle berücksichtigen. Wir wollen etwas, das unsere Wohnkultur ergänzt. Auf jeden Fall. Und wir könnten auch darüber nachdenken, Stühle mit Kissen für zusätzlichen Komfort zu kaufen. Ja, das ist eine gute Idee. Und wir könnten auch in Betracht ziehen, eine Bank für eine Seite des Tisches zu kaufen, um etwas Abwechslung und Sitzmöglichkeiten hinzuzufügen. Das ist eine großartige Idee. Und wir könnten auch nach einem Tisch und Stühlen aus nachhaltigen Materialien suchen, um umweltbewusster zu sein. Ja, das ist ein guter Punkt. Und wir könnten auch versuchen, ein lokales Geschäft oder einen Hersteller zu finden, um kleine Unternehmen zu unterstützen. Absolut. Und wir sollten auch ein Budget für den Tisch und die Stühle festlegen, damit wir nicht zu viel ausgeben. Ja, das ist wichtig. Und wir könnten auch nach Angeboten oder Rabatten suchen, um etwas Geld zu sparen. Einverstanden. Und wenn wir den perfekten Tisch und die perfekten Stühle gefunden haben, sollten wir darauf achten, sie richtig zu pflegen, damit sie lange halten. Auf jeden Fall. Und wir könnten auch Spaß daran haben, den Tisch mit Tischdecken und Tischsitz für besondere Anlässe zu dekorieren. Ja, das wäre eine nette Geste. Und es würde unser Esszimmer noch spezieller und einladender machen. Ich freue mich darauf, jetzt mit der Suche nach dem perfekten Tisch und den perfekten Stühlen zu beginnen. Es wird ein lustiges Projekt für uns sein, an dem wir gemeinsam arbeiten werden. Ich auch, Anna. Und ich kann es kaum erwarten, einen schönen und komfortablen Essbereich zu haben, in dem wir unsere gemeinsamen Mahlzeiten genießen können. Lektion 17: Ich habe ganz vergessen, einen Schein für die große Jackpot-Lotterie zu kaufen.
Hi Anna, hattest du in letzter Zeit Probleme mit deinem Gedächtnis? Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe Dinge öfter vergessen als sonst. Das ist schade. Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie in letzter Zeit vergessen haben? Na ja, ich habe letzte Woche ganz vergessen, einen Schein für die große Jackpot-Lotterie zu kaufen. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Gelegenheit verpasst habe. Oh nein, das ist schade. Hattest du irgendwelche Zahlen im Kopf, die du spielen wolltest? Ja, ich hatte ein paar Nummern, die ich immer spiele. Aber ich habe völlig vergessen, in den Laden zu gehen und ein Ticket zu kaufen. Nun, hoffentlich wird es in Zukunft eine weitere Gelegenheit geben, zu spielen. Und in der Zwischenzeit gibt es andere Möglichkeiten, Ihr Gedächtnis zu verbessern. Das stimmt. Haben Sie Tipps zur Verbesserung des Gedächtnisses? Eine Sache, die helfen kann, ist, jede Nacht genug Schlaf zu bekommen. Schlaf ist wichtig, um Erinnerungen zu festigen und dem Gehirn zu helfen, richtig zu funktionieren. Das macht Sinn. Ich bin in letzter Zeit lange wach geblieben, vielleicht trägt das zu meiner Vergesslichkeit bei. Eine andere Sache, die helfen kann, ist regelmäßiger Sport. Es hat sich gezeigt, dass Bewegung das Gedächtnis und die kognitiven Funktionen verbessert. Okay, ich kann versuchen, mehr Bewegung in meine Routine einzubauen. Was kann ich sonst noch tun? Du könntest auch versuchen, Achtsamkeit und Meditation zu üben. Diese Praktiken können dazu beitragen, den Fokus und die Aufmerksamkeit zu verbessern, was wiederum das Gedächtnis verbessern kann. Das ist interessant. Ich habe noch nie Meditation ausprobiert, aber ich bin bereit, es auszuprobieren. Und eine andere Sache, die Sie versuchen könnten, ist die Verwendung von Gedächtnishilfen, wie zum Beispiel das Aufschreiben von Dingen oder das Einstellen von Erinnerungen auf Ihrem Das ist Telefon. eine gute Idee. Ich benutze mein Telefon schon öfter, um Erinnerungen einzustellen, aber vielleicht muss ich konsequenter damit umgehen. Ja, es kann hilfreich sein, Erinnerungen für wichtige Aufgaben oder Ereignisse festzulegen, wie zum Beispiel den Kauf eines Lottoscheins, damit Sie es nicht vergessen. Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist wichtig, geduldig mit mir selbst zu sein und mich nicht zu sehr niederzuschlagen, wenn ich Dinge vergesse. Das ist eine großartige Einstellung. Und denken Sie daran, jeder vergisst von Zeit zu Zeit Dinge. Es ist ein normaler Teil des Menschseins. Danke für die Ermutigung, John. Ich werde auf jeden Fall versuchen, einige dieser Tipps umzusetzen, um mein Gedächtnis zu verbessern und in meinem täglichen Leben achtsamer zu sein. Gern geschehen, Anna. Und denken Sie daran, wir sitzen im selben Boot. Wenn Sie jemals Hilfe oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Lektion 18: Mit der Trainingsroutine Schritt halten. Hi Anna, hast du in letzter Zeit mit deiner Trainingsroutine Schritt gehalten? Ja, ich habe versucht, regelmäßiger Sport zu treiben. Ich gehe morgens joggen und mache abends Yoga. Das ist toll zu hören. Wie ist es gelaufen? Bisher läuft es gut. Ich fühle mich den ganzen Tag über definitiv energiegeladener und konzentrierter. Das ist gut zu hören. Und es ist wichtig, eine Routine zu etablieren, wenn es um Bewegung geht. Ja, Routine hilft mir, auf Kurs zu bleiben und macht es einfacher, an meinen Zielen festzuhalten. Absolut. Und es ist auch wichtig,
die Dinge zu mischen und verschiedene Arten von Übungen auszuprobieren, um die Dinge interessant zu halten. Ja, ich habe versucht, mehr Abwechslung in meine Workouts einzubauen, um mich selbst herauszufordern und Langeweile vorzubeugen. Das ist ein guter Ansatz. Und es ist auch wichtig, auf seinen Körper zu hören und sich nicht zu sehr anzustrengen. Auf jeden Fall. Ich habe versucht, achtsamer auf die Grenzen meines Körpers zu achten und mein Training entsprechend anzupassen. Und es ist auch wichtig, sich realistische Ziele zu setzen und seine Fortschritte auf dem Weg dorthin zu feiern. Ja, ich habe mir kleine Ziele gesetzt und es fühlt sich großartig an, sie zu erreichen und meine Fortschritte zu sehen. Das ist großartig. Und es ist auch hilfreich, einen Trainingspartner oder ein Unterstützungssystem zu haben, um dich motiviert zu halten. Ja, ich bin mit einer Freundin gelaufen und es war eine großartige Möglichkeit, verantwortungsbewusst und motiviert zu bleiben. Das ist großartig. Und du könntest auch an einem Fitnesskurs oder Fitnessstudio teilnehmen, um neue Leute kennenzulernen, die deine Interessen teilen. Ja, das ist eine gute Idee. Und es könnte auch eine Möglichkeit sein, neue Übungen und Techniken zu erlernen. Absolut. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Bewegung Spaß machen und keine lästige Pflicht sein sollte. Ja, dem stimme ich zu. Deshalb habe ich versucht, Wege zu finden, damit Bewegung Spaß macht, wie zum Beispiel Musik oder Podcasts zu hören, während ich laufe. Das ist ein guter Ansatz. Und es ist auch wichtig, Ruhe und Erholung zu priorisieren, um Burnout und Verletzungen vorzubeugen. Ja, Ruhe und Erholung sind genauso wichtig wie die Bewegung selbst. Ich habe versucht, mehr Stretching und Foam Rolling in meine Routine einzubauen. Das ist toll zu hören, Anna. Und denken Sie daran, dass es bei Bewegung nicht nur um körperliche Gesundheit geht, sondern auch um geistiges und emotionales Wohlbefinden. Ja, ich habe definitiv einen positiven Einfluss auf meine Stimmung und mein allgemeines Wohlbefinden festgestellt, seit ich regelmäßiger trainiere. Das ist großartig. Und ich bin stolz auf dich, dass du Bewegung zu einer Priorität in deinem Leben gemacht hast. Danke, John. Und ich bin dankbar für Ihre Unterstützung und Ermutigung auf diesem Weg. Lektion 19: Hausgemachte Pizza. Hi Anna, hast du schon mal selbstgemachte Pizza gemacht? Ja, das habe ich. Es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsgerichte, die ich zu Hause zubereiten kann. Das ist toll zu hören. Ich habe noch nie Pizza von Grund auf neu gemacht, aber ich wollte es schon immer versuchen. Haben Sie Tipps oder Anregungen? Klar. Das Wichtigste ist, ein gutes Teigrezept zu haben. Sie können einen leicht online oder in einem Kochbuch finden. Okay, ich werde auf jeden Fall nach einem guten Rezept suchen. Und was ist mit Toppings und Sauce? Habt ihr dazu Vorschläge? Normalerweise mache ich gerne meine eigene Tomatensauce, indem ich Dosentomaten, Knoblauch, Olivenöl und einige Kräuter wie Basilikum und Oregano mische. Und für Toppings kannst du wirklich alles verwenden, was du magst. Ich liebe es, frisches Gemüse wie Paprika, Zwiebeln und Pilze zu verwenden. Und natürlich darf auch etwas Mozzarella nicht fehlen. Das hört sich toll an. Ich liebe all diese Toppings. Und habt ihr Tipps zum Backen der Pizza? Welche Temperatur und wie lange?
Sie sollten Ihren Ofen auf etwa 450 bis 500 Grad Fahrenheit vorheizen. Und je nach Dicke Ihrer Kruste sollte sie etwa 10 bis 15 Minuten backen. Okay, das hört sich machbar an. Und was ist mit der Kruste? Hast du Tipps, wie du eine knusprige Kruste bekommst? Ein Tipp ist, dass du sicherstellen solltest, dass dein Ofen schön heiß ist, bevor du die Pizza hineinlegst. Sie können auch versuchen, die Kruste vor dem Backen mit etwas Olivenöl zu bestreichen, damit sie knusprig wird. Das ist ein toller Tipp. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Und hast du noch andere Variationen oder Wendungen der traditionellen Pizza, die du gerne machst? Ja, tatsächlich. Manchmal mache ich gerne eine weiße Pizza, die anstelle von Tomatensauce eine Knoblauch-Olivenöl-Basis verwendet. Und für Toppings können Sie Dinge wie Spinat, Ricotta-Käse und karamellisierte Zwiebeln verwenden. Wow, das hört sich lecker an. Das muss ich mal ausprobieren. Und hast du irgendwelche Lieblingspizzerien hier in der Nähe? Ja, es gibt einen tollen Ort in der Innenstadt, der tolle Pizza nach neapolitanischer Art macht. Sie verwenden einen Holzofen und alle frischen, hochwertigen Zutaten. Das hört sich perfekt an. Ich muss es mir mal ansehen. Nun, danke für all die tollen Tipps, Anna. Ich fühle mich jetzt definitiv sicherer, wenn ich versuche, hausgemachte Pizza zu machen. Natürlich, John. Es ist wirklich nicht so schwierig, wie es scheint, und es macht immer Spaß, mit verschiedenen Toppings und Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Viel Erfolg beim Pizzabacken. Lektion 20. Tipps zum Schreiben von E-Mails für Kunden. Hey Anna, wie läuft dein E-Mail-Schreiben für deinen Kunden? Es läuft gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine E-Mails effektiv genug sind. Hast du Tipps? Auf jeden Fall. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Betreffzeile klar und prägnant ist. Es sollte den Zweck oder den Hauptpunkt der E-Mail klar angeben. Das ist ein guter Punkt. Und was ist mit dem Text der E-Mail? Der Hauptteil sollte organisiert und leicht zu lesen sein. Verwenden Sie kurze Absätze und Aufzählungspunkte, um den Text aufzulockern. Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Und wie sieht es mit dem Ton der E-Mail aus? Stellen Sie sicher, dass Ihr Ton professionell und höflich, aber auch freundlich und zugänglich ist. Vermeiden Sie die Verwendung von Jargon oder allzu formeller Sprache. Das macht Sinn. Und was ist mit dem Inhalt der E-Mail? Der Inhalt sollte relevant sein und sich auf die Bedürfnisse oder Interessen des Empfängers konzentrieren. Stellen Sie sicher, dass Sie klare und prägnante Informationen bereitstellen, die alle Fragen oder Bedenken beantworten, die Sie möglicherweise haben. Okay, ich werde versuchen, sicherzustellen, dass meine E-Mails mehr auf den Empfänger ausgerichtet sind. Und was ist mit dem Schließen der E-Mail? Der Abschluss sollte höflich sein und einen klaren Aufruf zum Handeln geben. Lassen Sie den Empfänger wissen, was er als nächstes tun soll, sei es, um zu antworten, eine Besprechung zu planen oder eine andere Aktion auszuführen. Das ist hilfreich. Und wie sieht es mit der Signatur der E-Mail aus? Ihre Signatur sollte Ihren Namen, Ihren Titel und Ihre Kontaktinformationen wie Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer enthalten. Dies macht es dem Empfänger leicht, Sie zu kontaktieren, wenn er weitere Fragen oder Bedenken hat. Okay, ich werde dafür sorgen, dass meine Unterschrift vollständig und gut lesbar ist.
Und was ist, wenn ich Anhänge oder Links in meiner E-Mail senden muss? Wenn Sie Anhänge senden oder Links einfügen müssen, stellen Sie sicher, dass sie relevant und notwendig sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass sie leicht herunterzuladen oder zugänglich sind, indem Sie klare Anweisungen oder einen anklickbaren Link bereitstellen. Das ist ein guter Rat. Und was ist, wenn ich eine E-Mail nachfassen muss? Wenn Sie eine E-Mail nachfassen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie dies rechtzeitig tun. Sie können auch einen höflichen und freundlichen Ton verwenden, um den Empfänger an Ihre vorherige E-Mail und die Aktion zu erinnern, die er ausführen soll. Okay, ich werde daran denken, wenn nötig nachzufassen. Und was ist, wenn ich eine Antwort erhalte, bei der ich mir nicht sicher bin, wie ich antworten soll? Wenn Sie eine Antwort erhalten, bei der Sie sich nicht sicher sind, wie Sie antworten sollen, nehmen Sie sich etwas Zeit, um über Ihre Antwort nachzudenken, und vermeiden Sie es, eine Antwort zu überstürzen. Scheuen Sie sich auch nicht, bei Bedarf um Klärung zu bitten. Das ist hilfreich. Vielen Dank für all diese Tipps, John. Ich fühle mich jetzt sicherer in meiner Fähigkeit, effektive E-Mails für meinen Kunden zu schreiben. Gern geschehen, Anna. Und denken Sie daran, Übung macht den Meister. Verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten zum Schreiben von E-Mails weiter und Sie werden im Handumdrehen ein Experte. Danke für das Aufpassen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Treffen wir uns bald in unserem nächsten Video.